So Leute, damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Fate Extra. Ich bin es, euer MC Mafia und wir befinden uns hier immer noch im Kampf. Dem lustigen Kampfmann gegen die abgrundtief hässliche und nervige Rani. Ja Leute, was ist so los? Wir sind hier im Eliminationskampf und der Maxi schlägt sich alles anders gut. Aber mir ist das jetzt alles scheißegal, denn ihr wisst jetzt, was wieder kommt. 4. von Daringard. Ich habe jetzt mein Noble Phantasm, sage und schreibe, ich glaube 20 Runden nur so aufgehoben. Bis jetzt hat er nie seinen Drecks Noble Phantasm gemacht, was mich so ankotzt, Mann. Ich wette, er setzt es jetzt in der Runde ein und tut mich instant killen. Ich aktiviere auch schon wieder schön hier meinen Special Move. Aber Leute, wir legen jetzt richtig los. Er hat noch 6000 Leben und ich hoffe, wir werden es irgendwie in diesem Part schaffen, die doofe Rani zu besiegen. Ja, Rani ist unser Fightman, die 7. Woche, Mann. Ich meine jetzt erstmal wieder viel Fetting Sun. Ja, ihr habt mich gerade schon wieder getötet, Mann. Aber jetzt legen wir los, Mann. Noble Phantasm, Mann! Und komm, wir werden ihn in der Runde jetzt down bekommen. Blossom of the Court! Zack, und da... Ah, Leute, Mann! So kotzt sich das 3700 Schaden. Und damit fällt unser großer Feng Shui-Krieger. Und diesmal hat er nicht wieder seinen hässlichen Scheißmove, dass er wieder zum Leben erweckt, Mann. Und mich mit einem Schlag wegpatscht, Mann. Es war der mit Abstand härteste Kampf bis jetzt im Spiel. Und jetzt stirbt Rani und... Es war eine Freundin von uns, es war eine dumme Bitch, Mann, und jetzt, was wird sie jetzt natürlich machen? Sie wird jetzt sich wieder versuchen, in die Luft zu sprengen. So kennen wir sie ja. An explosive roar ripped through the silence of the Colosseum. Ja, spreng dich, Mann. Spreng dich auf deiner Seite in die Luft. Das ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht, Mann. Du bist genauso schlimm wie dein Servant, Mann. Ich habe kein Mitleid mit Rani. Muss ich echt sagen, Mann. So. The crazed warrior death grill shakes off, and yet the massive frame gradually disintegrates into the thin air. Ja, dann brüll halt, mei. Haben schon ganz andere vor die gebrüllt, als ich gegen sie gekämpft habe. Hier mein blöder Berserker, Mann. Also bei Julius habe ich mehr Trauer empfunden, muss ich sagen, als jetzt, Mann. Da war mir der Servant cool, Mann, aber der Servant selbst ist hier doof. Oh, wollen wir das skippen, Mann? The next moment, tragedy dominates the Colosseum once again. Ja, stirb, komm. Musst du das so lange hinziehen, Mann? Boah, dieses Dreck-Seras-System. Kann das nicht einfach mal blub und weg? Ja. Ja, sie stirbt. Ja, und ich habe kein Mitleid, Mann. Achso, sie sprengt sich wieder in die Luft. Ja, klar. Spreng dich. The demise of the servant who has been her companion this whole time does not face Rani. Ja, weil sie eine eiskalte Bitch ist. She whispers something as she traces the back of her hand where the command seal used to be. That can only last long. Here, her fingertip is already disintegrating. Oh, diese Tragödie, Mann. Leute, bei wem habe ich weniger Mitleid empfunden? Shinji vielleicht. Aber sie kommt direkt danach. Für Julius hatte ich echt mehr Sympathie. Oh. Weil sie es auch so ganz cool hinnimmt. Oh, ich sterbe, Mann, das ist mir doch wurscht. Sie mumbles quietly as she raises her head, a slight smile on her face. Sag ich doch, Mann. Oh, ich sterbe. Ich lache. It's over, isn't it? Ja. Geh weg. Bitte. So eine tolle Hilfe warst du nicht für mich, Mann. Komm. Seras-System. Oh, Dankeschön. Das hat jetzt aber auch echt lange gedauert. Wenn du mir jetzt erzählst, ich habe Trauer und empfinde das, Mann, dann habe ich keinen Bock. The vanishing girl's lips mouse goodbye. With hollow eyes and a sad little smile, Rani disappears. Not even a hint of her fragrance remains on this virtual sea. Leute, ihr habt kein Mitleid mit ihr. Es tut mir echt leid, Mann. Aber sie ist unsympathisch. Sie hat immer diesen Merkung, oh, mir ist doch alles wurscht, look. Jetzt, dann hat sie hier... es ist ein Live-Death-Battle, Mann. Wir hatten schon hier ganz andere, Mann. Schaut euch mal an, wir hatten hier, wen wir zum Beispiel hatten, Mann. Wir hatten hier zum Beispiel hier, da, Archer, Dan Blackmore, einen erfahrenen Krieger, der seine Frau wieder erwecken wollte, Mann. Und Robin Hood, den er hier immer so, der hier eigentlich der Betrüger und so war und den er hier so einem ehrenwerten Ritter machen wollte. Wir hatten hier Liz, die eigentlich tot war und irgendwie nur wieder ins Leben kommen wollte. Okay, wir hatten Dracula, die zählt nicht. Und selbst Julius hatte halt immer einen coolen, hier mit Assassin, einen coolen Typ, aber sie war einfach nur unsympathisch. Sie hat, als sie gegen Rin verloren hat, sich versucht in die Luft zu sprengen, hat Lane getötet, Mann, der ultra cool ist. 最も強き者に挑む。迷いと嘆き。決断と成長に満ちたその童貞こそ
人間の証である。聖杯は強き者にのみ与えられる。最後の二人は共に性質の違う強者となった。であれば、もう一度君に送ろう。光あれと。視点の玉座にて君を待つ。Ultimum Final Selection. Von den ursprünglich 128 Kandidaten sind noch 2 am Leben. Und der eine sind wir und der andere ist, wer hätte es anders gesagt? Leo Harvey. Da ist jetzt keine große Überraschung. The next combatants will be announced on the second floor bulletin board. Wir wissen alle, wer es ist, natürlich. And now, a now all too familiar ringing tone draws my eyes to my terminal. The final week has begun. Und Leo Harvey, wo wird unser letzter Kontrahent sein? Wir haben uns ja alle gedacht, es war ja eigentlich klar, Mann, er und Gavin hier. When I arrive at the bulletin board, as prompted by the terminal, there is someone there ahead of me. I'm not surprised to see him. After all, there's no one else who would be there. Good day. Leo turns my way, smiling as usual. His servant Gavin stands one step behind him, straight as a sword, thrust into a stone. Unlike Leo, Gavin's eyes are calm. I sense no hostility from him, just an ironclad loyalty and unwavering confidence in his lord. Gavin's composure wouldn't slip even in the middle of a battle. That Rider's White Knight would die without question for his lord. As I'm looking around, I'm struck by a sense of change. This is the last time I see the bulletin board like this. I look though, I already know the names. Master Leonard Bistro Harry, Battlefield the 7th Chimeric Loner Sea. With this announcement at last, we are formally adversaries. Once again, I wish you luck. Leo trying to speak casually, but something has changed about his voice. It's not that he's apprehensive about the fight, he's excited, almost thrilled. It's strange, honestly. I never imagined that you would be the one with me at the very end. When I first saw you, you were an industrious, adaptive and a rather forgettable individual. Over the brief course of this war, you've grown immeasurably, as if suited to the soil of battle. Now, there you standing in front of me is a fitting opponent, not just in ability, but in countenance. I'm as enamored with this feeling of competition as a little girl is with a fairy tale. Leo's laughed bashfully. You'd think he'd never enjoyed basic human emotions before. I do not know for which one of us this fate was meant for. However, now I feel this fight with you is a necessary step in the process of my ascension to the throne. For showing me a side of the world I had not yet known, you have my deepest gratitude. Leo isn't being insolent, he's thanking me in a self-centered, condescending way. He believes he'll win, he believes he's righteous. His belief in his victory is greater than I have ever seen. Leo, I understand your feelings, but further coddle would be quite unnecessary. It has been an obstacle. The time to exchange words has passed with this noteworthy opponent. You also require rest. A king must be at his best. Let us put an end to this posturing. Indeed, thank you, Gavin. I got carried away. I will take my leave now. I look forward to your next audience with me on the final battlefield. Leo's parting smile was gentler than usual. I can't help watching his back as he leaves.
It feels like I have always been looking at Leo's back. My world is too different from his. His sentiments have always been as foreign as his home country. A boy who has progressed by making victory second nature. A king who will not tolerate any outcome but victory. A person whose entire life has been absolute. I don't believe that he and I are equals, but then again, we're both king of the mountain right now. We came from many places to fight in this Holy Grail war. I will struggle to find my place. Alright, time for the final showdown, King. Oh, der gute Maxi. Muckt da nochmal auf jetzt am Abschluss. Nicht schlecht, Mann. Strange enough, my heart is calm. I breathe easily. The memories of past battles are comfort rather than a paralyzing factor. I'm not eager to fight, but I'm not distressed either. I'm mostly surprised at my own placidity. Saber is in a similar mood. With a gentle voice, but the same steely eyes, Saber speaks to me. The day we battle the princeling has finally arrived. He's a magnificent creature, born possessing poise, charisma, and the pride of a king. Seldom is such a person born who can bring the people of the world such joy and such wickedness. If only, but no, I do not like him. I like you better. A king is capable and well suited to leadership. What would become of things if this boy was a king? He is but a deus ex machina rising from the stage, unbidden and unwelcomed by his people. His world promises a gilded cage for his people, unfairly stifling their radiance. That's exactly right. Take others post to know others. Na komm, das ist gemein. Wir können nicht so gemein zu Saber sein. It seems you finally understand what beauty is. And that understanding is also beautiful. I'm glad I have fought for such a master. In any case, I find there to be something deeply moving about this, our last fight. You have trudged through bloodshed and sorrow to reach this point, although you still lack much. These trials you've endured have carved a fine pattern upon you. I accepted you as my sheet. It is your love for life which propels you through triumph and despair. That is most beautiful. And then Saber quietly disappears. Right. This is the last time Saber and I will fight side by side. This woman truly is my saber, a blade that cuts down any hardship that I face. Saber will probably just get angry if I said that, telling me not to thank her for every little thing. So, instead of thanking Saber, I'll show her that I'm ready and willing for the fight. She will appreciate that most of all. So Leute, dann sind wir nun hoffentlich bereit für unseren wohl härtesten Kampf bis jetzt. As I head out into the hallway, a silhouette appears in the doorway. I wonder how many times I've met Kotomide like this. What does he want this time? As he sees me tense up, he flashes me a rare smile. I must admit that I'm surprised that you, of all people, have made it this far. I welcome you to the final confrontation, Master. The Holy Grail is almost within your reach. The optimum construct that'll grant any wish, any desire. Can you feel how close it is? It's too soon to think like that. Of course I dream of it. Na komm. Ich glaube, das passt besser mal. Wir wissen ja nicht, was noch kommt. What a surprise. To be free of our eyes, I suppose I should quietly applaud you. A dismal smile begins to form his lips of the black-clad priest. Now allow me to announce the final trial. The way to the last battlefield has been opened. So, who will claim victory and raise the Holy Grail to their lips? Await with bated breath. Ah, das ist ja etwas, Mann. Leo Harry. Wir wissen im Endeffekt schon, wer unser Kontrahent ist. Klar. Es ist der gute, werte Herr Gavin. Das wissen wir auch nun schon seit einer Weile. Wurde uns ja bis jetzt immer ziemlich ins Gesicht eigentlich geschmissen. Und ja, also sind wir bereit für den Kampf? Das erfahren wir gleich, wenn wir mit Sakura gesprochen haben. Congratulations on advancing on the 7th round, Maxi. Please take a lunch. This is the last one, so put extra love into it. Oh, Sakura, das amazing lunch. Dankeschön. So, jetzt gehe ich nochmal kurz in die Kirche.
Hey, seid ihr nicht verwundert, mich hier noch am Leben zu sehen? Ich dachte, kommt jetzt gleich mit dem Spruch so, oh, diese blöde Typ, der lebt immer noch. Wir haben keine Punkte, oder? So. Reden wir trotzdem mal mit denen hier. I can't count how many times I've come here, and now the only master left are myself and Leo. When the finals begin, the school will become almost completely devoid of life. When that time comes, will these sisters still be here in the chapel, unable to leave? You need to focus on your opponent, not worrying about us. Just think of us as scenery. She's right, Toko, and I can take care of ourselves. I do appreciate your concern, though. Thanks, Maxie. This may be the last time we see each other, so I want to say goodbye now. Don't hold back against Leo, and although I was just an observer, I have the feeling you'll win. Your compassion sickens me, and you're still a disappointment and a monstrosity. I guess it's something being able to relate to other people is a virtue, maybe. You might not understand it, but every memory of your opponent will make your attack stronger. But by me saying that, you might place more value on this conversation than you should. Oh, screw it. Anyway, I doubt there are any Imagi still alive as such voracious as you. With that, Toka Aozuki shrugs her shoulders and gives me a sardonic smirk. And despite the abuse, I detect a hint of warmth. Or dare I say, affection even? Between puffs of smoke, I hear the murmur, "You're quite extraordinary." Genau, das sind wir. Ach Leute, Mann, es tut mir schon irgendwie leid, Mann. Auch wenn das hier alles furchtbar ist und wir Tod und Verderben nur verbreitet haben, geht unsere Reise doch so langsam zu Ende. Und das ist schon ein bisschen schade hier. So, was haben wir? Greatly raises Servants Magic. Ja, brauchen wir nicht. Greatly versus Defense ist schon besser. Greatly raises Servants Strength. Ja, aber das brauchen wir eigentlich alles nicht, Mann. Ich greife nur an und... Oh. Ich brauche eigentlich nur Sachen zum Angreifen und zum Stunnen und zum Stunnen und zum Heilen. Sonst brauche ich eigentlich. Ja, wollen wir... Ranis ja auch nicht mehr da. Ich schaue es auch nicht. Ich schaue mal nach Saber. Saber ist wichtiger, Mann. Saberlein! Wir haben immer noch nicht mit dir die Rang E erhalten. Und Saber hat uns beim letzten Gespräch versprochen, dass das nächste Mal, wenn wir mit dir reden, irgendwas Großartiges hier uns erzählen will. ことここに至って無駄口は叩くまい。残された2名のマスターとして前例を尽くすがよい。世もそれに応える。いかに強大であろうと、あやつらの王道と騎士道共に叩き。Ah, Sabermann, deine aufmunternden Worte zu hören, das freut mich doch immer. So, speichern wir. Zack. Round 7, Mann. Ach, die letzte Woche, unser letzter Gegner, Mann. Es ist aber schon ein bisschen traurig, Mann. Ich freue mich natürlich, dass Rin noch da ist. Ich weiß echt gar nicht, was wird das Rin, wenn hier der Heilige Gralkrieg vorbei ist, Mann? Wird sie sich dann auflösen? Ich hoffe nicht. Und jetzt sind nur noch solche leblosen Klone hier. Auf die habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Und ansonsten ist ja keine Menschenseele mehr zu finden. Ziemlich traurig, wenn man sich das so überlegt. Nun gut. Dann würde ich sagen, ist es wieder Zeit, in die altbekannte Arena zu gehen. I walk down the hallway on the road to the arena. Is it because the culmination of this journey draws near that each footstep feels so inevitable? Why have you stopped so suddenly? Are you not feeling well? For some reason, as I gaze out the window at the digital sky, Saber chooses to appear. A swordsman, extrinsic and sounds in the red ballroom dress, a tyrant protective of all life's beauty, a young woman who gloriously rends life from flesh, more arrogant, more radiant than any other. Yeah, I see. I can walk down a different path. I cannot understand you if you remain silent. I am inclined to humor any request you have at the moment, if it is within reason. I smile unwittingly at Saber, always so prideful. I want to protect her smile, even though she is the one who always defends me. Fool! Do not make such a strange face. You almost indirectly made me do the same. Why, it was near sabotage. Had Leo attacked us at this moment, we would have been caught unaware.
Only shout is the expression in the safety of our room master. It is wasted in a place like this. Es ist immer wieder lustig mit Saber zu reden. Still flustered and visibly angry, Saber disappears. She's the same irrational, charming despot as ever. Die immer noch irrationale, charmante Despotin wie immer. Cooler Satz. I shouldn't be thinking this, but this past week has been enjoyable because I've been with Saber. But still, the hour of battle draws even closer. The final battle. No matter how the Holy Grail War ends, I'll be parted from her. Was ziemlich traurig ist. Die arme Saber. So, jetzt muss ich mal kurz verschauen. Ah, die Wand hat jemand repariert. Das ist natürlich cool. Okay, super toll. Wurde hier alles repariert. Gut, Leute, bevor wir jetzt in die Arena gehen, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder mit Let's Play Fate Extra. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.